Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ich bin Jonas und unabhängiger Stampin'-Up-Demonstrator. Wenn ihr meinem Instagram-Profil folgt, habt ihr bestimmt gesehen, dass ich in den letzten Wochen eine Karte zusammen mit dem Maurice gebastelt habe. Die Karte war mit dem Stempelset Gute Laune Gruß gestaltet und mit den Stanzformen Sonnenblumen aus dem Jahreskatalog 2021. Und ich habe die Karte für euch nochmal nachgebastelt und wie genau ich das gemacht habe, das schauen wir uns auf meinem Basteltisch gleich mal an. Für die Karte habe ich folgendes Papier zugeschnitten, einen Cardstock, in meinem Fall jetzt in Schiefergrau in den Maßen 10,5 x 14,8 cm, dann einen Cardstock, ein ganzes A4-Blatt quasi von der Länge her, also 29,7 und ein bisschen, ich weiß es gerade nicht genau, auch 10,5 breit. Den habe ich gefalzt in der Mitte bei 14,8 cm und bei 7,4 cm. Ich hoffe, man sieht das hier halbwegs. Irgendwo, ja, da kann man es erkennen. So, des Weiteren habe ich in Tannengrün zugeschnitten, weil Tannengrün passt laut unserem Color Coach zu Schiefergrau. Das hat die Maße in doppelter Ausführung von 10,0 x 14,3 cm. Zwei Stück, eins für hier unten, eins dann für hier oben. Und zweimal in Grundweiß die Maße 9,5 x 13,8 cm. So. Das wäre es jetzt schon alles im Groben an Papier. Wir brauchen dann nochmal, wenn wir die Sonnenblume auch so ausstanzen möchten, wie ich das bei der Karte gemacht habe, die ich euch vorneweg gezeigt habe, und wir das quasi mit Abstandsklebpunkten vorne ankleben wollen, dann brauchen wir nochmal extra ein Stückchen Cardstock. Ich würde ihn wieder in Grundweiß machen, aber dazu kommen wir dann später. Jetzt würde ich sagen, falzen wir schnell die Karte zusammen an den vorgefalzten Linien. Ich suche schnell mein Falzbein. Da ist es schon, also die vorgefalzten Linien umknicken. Mal schön drüber streichen. Genauso hier auch an dieser Kante. So. Da haben wir das. Dann brauchen wir das hier vorne an. Dann streichen wir wieder diese Fläche hier mit unserem Flüssigkleber ein. Setzen das hier drauf. Drücken das schön fest. So, damit ist unsere Grundfunktion der Easel-Card gewährleistet. Mein Messer von meiner Papierschneidemaschine ist momentan nicht ganz so scharf. Ich muss das bald mal wieder austauschen. Wenn ihr das habt, dass die Kanten dann hier so hoch stehen, einfach das Falzbein nehmen, kurz darüber rühren und dann werden die quasi wieder glatt. Cool, oder? Ja, so. Dann können wir genauso aufkleben das Grün hier. Einmal vorne an und dann noch ein zweites Mal unten rein. Also. Das macht gerade keinen Sinn, was ich hier tue, aber ist egal. So. Hier ist es ja wieder so, dass die Kanten ein Stückchen hochstehen, wieder Falzbein. Gibt alles, Jonas, einmal drüber streichen und schon ist wieder glatt. Und wichtig bei der nächsten Stampin'-Up-Bestellung: neue Klingen in den Warenkorb tun. So, Grundfunktion ist fertig. Das können wir erstmal zur Seite stellen. Jetzt brauchen wir unsere Stanzmaschine und dafür die Platte 1 und 4. Legen wir drauf die Platte 1, nehmen uns diese Holzmaserung. Jetzt müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung soll die Maserung sein. Also ich würde die Karte ja dann hochkant so hinstellen, also würde ich die hochkant verlaufen lassen. Also legen wir unser Papier hier rein. Wie gesagt, ich muss hier nochmal schön über die Kanten streichen, weil mein Papierschneider hat sich ganz dringend eine neue Klinge verdient. So. Also einlegen,
da, wo es uns am besten passt. Also das ist jetzt nicht vorgeschrieben, wo genau das dahin muss, ob das jetzt mittig da rein muss oder ist komplett egal. Hauptsache es gefällt uns am Ende. Und dann graue Platte drauf, Nummer 4. Und einmal durchleiern. Und wenn wir jetzt nichts verkehrt gemacht haben, also Quatsch, was kann man hier verkehrt machen? Man legt das Ding da rein, rührt an diesem komischen Hebelchen rum und dann haben wir hier so eine Platte. So, fertig. Das Ganze noch einmal einlegen, Platte drauf, jetzt zurückkurbeln, weil ich gerade zu faul war, die Platte auf die andere Seite zu tun. Ja. Knackt ein bisschen, das muss so sein. Und zweites Papier, fertig. So, Prägeform kann weg. Stanzmaschine kann vorerst auch weg. Wie gesagt, wenn wir nachher die Sonnenblume noch ausstanzen, dann brauchen wir die nochmal. Aber erstmal kann die hier an die Seite. So. Ich habe hier wieder mal so ein paar Schwämmchen. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, auf welche Seite wir das hier kolorieren. Ich würde das hier machen, wo die Talfalten quasi auf der Rückseite sind. So. Legen wir die Kollegen hier nebeneinander und dann schnappe ich mir, in meinem Fall will ich das so ein bisschen grau haben hier, so grau-braun. Als der Maurice letztens da war und wir die Karte zusammengebastelt haben, hat er gesagt, ich will, dass das so aussieht wie der Boden hier. Also ich habe hier so grau-braun, keine Ahnung, farbiges Laminat und deswegen habe ich mir jetzt hier so grau-braune Töne gesucht. So, und dann fangen wir einfach mit irgendeiner Farbe an, tippen die hier kurz hier rein. Ich würde euch immer empfehlen, einmal kurz auf einem Papier abgewischt, bevor ihr direkt auf die Karte geht, sonst habt ihr so riesen Farbkleckse. Und das sieht dann auch nicht so toll aus, wenn sich die Farbe dann nur an einer Stelle so sammelt. So, ich fange hier mal an, das ist jetzt hier Sahara-Sand. Und da rühre ich hier halt ein bisschen drüber. Dann reibe ich die Farbe hier ins Material rein, dass das hier schön in die Riefen geht. Eben habe ich es noch gesagt, jetzt wollte ich ja erst einmal abstempeln. Hier seht ihr das jetzt so. Habe ich natürlich jetzt viel mehr Farbe, als ich eigentlich auftragen wollte, dahin geklatscht. Damit muss ich jetzt leben. Hilft ja nicht. Wie sagt man so schön, Schwamm drüber. So. Jetzt bin ich hier gerade bei Wildleder hängen geblieben. So, dann mache ich hier gleich mit den gleichen Farben nochmal hier drüben weiter, dass es sich so ein bisschen ähnelt. Das kann man natürlich auch mit Blending-Pinsel machen. Ich bin nur immer noch nicht dazu gekommen, die Dinger auszupacken. Die liegen hier rum, niegelnagelneu eingeschweißt. Und irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, sie vom Status niegelnagelneu zu total voll mit Farbe zu transformieren. Kommt noch. So, und was habe ich hier jetzt noch rumliegen? Espresso. Das ist noch ein bisschen dunkler. Deswegen hier wirklich erstmal abtupfen, bevor ihr anfangt drüber zu wursteln. Und das macht uns jetzt hier diesen schönen dunklen Farbeffekt. Und wieder habe ich das nicht gemacht, dass ich vorher nochmal abgewischt habe. Und dann habe ich hier wieder so einen Klecks drauf.
Aber das kann ich ja dann auf die untere Seite machen meiner Eselkarte, dann wird das ja bis hierhin abgedeckt und dann sieht das eh kein Mensch. Außer wenn man jetzt die Karte total zerpflücken will und wie haben die das gemacht? Nochmal im Detail schauen möchte, wie das Teil zusammengebastelt wurde. Ich hatte mir hier noch Osterglocke mit hingestellt als Farbe, weil das laut Color Coach zum Schiefergrau passt. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht verwenden, weil das Sahara-Sand, was ich hatte, so hell ist, dass wir das gar nicht brauchen. Naja, wir probieren das trotzdem noch mal kurz. Also hier Osterglocke. Also mir gefällt das so. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde das irgendwie, das hat was. Ich weiß nicht, was es hat. Irgendwas hat es. So, koloriert. Fertig. Papier kann weg. Farbe kann auch erstmal weg. Was wir dann nachher noch behalten wollen würden, wir müssten uns noch Schiefergrau besorgen. Osterglocke hätte ich vielleicht auch noch mal mit hier gelassen. Tannengrün habe ich leider nicht da. Gut, bringe ich mal schnell weg. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt können wir ja unsere marmorierten Holzplanken hier schon mal aufkleben. Und dann ist unser nächstes Zwischenziel, unsere Sonnenblume zu stempeln und auszustanzen. So, hier schön wieder Kleber drauf rühren. So, jetzt fehlt uns immer noch die Funktion, dass das Teil steht. Es fällt ja immer wieder hin, weil es zu schwer ist. Da werden wir uns dann wahrscheinlich so ein Blatt ausstanzen und das hier unten hin machen, dass das dann quasi unser, wie heißt das? Unser Standfuß ist oder unser Widerhaken, an dem das Ding dann hält. So, was habe ich gesagt? Ich wollte mir ein paar Papierteile holen in der Farbe Grundweiß, die wir jetzt ausstanzen. Dann habe ich hier noch irgendwo Reste liegen. Mal schauen. Gut. Ja, dann nehmen wir uns mal hier die eine Form raus. Wichtig, Anfängerfehler, nehmt euch den äußeren Ring, wenn ihr jetzt die Blume ausstanzen möchtet. Und nicht dieses große Teil, wo man als erstes denkt, oh ja, das wird die Sonnenblume, das muss ich nehmen. Ihr habt dann 100.000 kleine Teile und das Teil würde dann quasi die Sonnenblume wirklich ausstanzen. Aber wenn ihr die kolorieren wollt, vergesst es. Dafür ist die nicht gedacht und den Fehler muss man wahrscheinlich einmal machen, um das dann festzustellen. So, ich habe ihn gemacht, dann braucht ihr ihn nicht machen. Und hier das kleine Blatt, was wir als Stadtfuß nehmen. Auch da, wenn ihr da jetzt die filigrane Stanze aus der Mitte mit rausnimmt, dann sieht das in diesem Ende so aus. Also das braucht man also, ja, so als ausgestanztes Teilchen. Genau, gut. Brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen stempeln und kolorieren. Also brauchen wir einen Stempelblock. Meiner ist jetzt in der Größe E. Hier fällt alles auseinander. Blub. Und jetzt würde ich euch empfehlen, stempelt erst und stanzt dann aus. Ich habe es andersrum probiert, ich habe es nicht geschafft, wieder die richtige Form zu treffen. Also einfach wichtig, Memento-Stempelkissen
Also mit Farbe voll machen, aufstempeln. So. Wie viele Blätter brauche ich denn eigentlich? Ich würde noch ein paar kleine machen. Kann ich die auch ausstanzen? Ja, alles da hier. So, nochmal kurz reinigen. Dann können wir den schon wieder in die Kiste tun. So, hier geht es weiter mit den 2 kleinen Blättern. Davon brauchen wir auch, glaube ich, auch nicht so viele. Wichtig, viel Farbe dran machen, sonst schlechtes Stempelergebnis. So. Und das große Teil Sonnenblume, das passt auf den Block schon fast gar nicht drauf, wie ihr das seht. Das ist echt knapp. Und umso schwieriger ist es jetzt, das Memento-Stempelkissen damit ordentlich voll zu machen, weil, das kann ich euch noch mal kurz zeigen, ist mir beim Basteln mit Maurice nämlich auch passiert. Wenn man das jetzt einfach nur so denkt, mal ja, ein bisschen voll rühren mit Farbe und dann haben wir das Problem, dass wir den Ansatz unseres Stempelkissens hier immer wieder sehen. Und das sieht nicht cool aus. Also nochmal sauber machen. Und jetzt müssen wir halt wirklich der Reihe nach immer schön doll aufdrücken. Das war auch wirklich vollflächig, das Teil mit Farbe. Ich zeige das mal so, seht ihr das ja ganz gut. Also hier habe ich keine Ansätze vom Stempelkissen, hier ist einfach alles voll mit Farbe. Ja, muss ich natürlich auch noch hier drüben weitermachen, klar. Also hier ist wirklich die Devise, viel hilft viel. So, und dann jetzt ist es zu spät, aber ich finde es sieht echt cool aus. So, nochmal sauber machen hier. Ja, und jetzt brauchen wir wieder unsere Stanz- und Prägemaschine. Diesmal nicht zum Prägen, sondern zum Stanzen. Also wir brauchen Block 1 und 2 und 3 und 3 in der doppelten Ausführung. Also 2 und dann einmal die 3. Sonnenblume drauf, Stanzform drauf. Wichtig hier, man denkt jetzt, wenn man die Blume hier versucht mit der Stanzform hier aufzulegen, das finde ich doch nie, das wird überhaupt nicht. Es gibt eine Ecke, da stehen die Blätter hier oben ein bisschen weiter auseinander und das ist, soweit ich weiß, hier oben die. Und dann könnte das dann irgendwie passen, wenn er die hier rüber dreht. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier Quatsch erzählt habe. Offensichtlich. Dann war das nicht die Ecke, sondern... Ja. Also so muss das wahrscheinlich dann hin. Gut. Genau. Ich lege das Ganze jetzt hier auf. Gucke, dass ich hier bleibe, wo ich bin. Ich könnte jetzt das Ganze nochmal mit dem Klebestreifen sichern. Das ist aber irgendwie mir jetzt gerade zu anstrengend. Ich schmeiße das jetzt hier drauf, bringe ordentlich Druck auf meine Stanzform, dass die nicht wieder verrutscht und schiebe das ganze Konstrukt hier Richtung Stanz- und Prägemaschine. Und leier das da durch. Und wenn ich alles falsch gemacht, nein Quatsch, also alles richtig gemacht habe, dann sieht das so aus. Krass. So, das gleiche wiederhole ich nochmal mit den Blättern. In meinem Fall jetzt 3-mal mit dem großen Blatt und einmal mit der Stanzform mit den 2 kleinen Blättern. So, und das Ganze jetzt noch, wie gesagt, mit den kleinen Blättern. Und dann mache ich mich ans Kolorieren. Das würde ich euch jetzt aus zeitlichen Gründen mal ersparen. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr mit den Stampin' Blends koloriert, da habe ich mal ein Video zu gemacht. Das würde ich euch verlinken. Und das könnt ihr euch dann gleich, wenn ihr hier fertig seid, mal angucken. So. Also das sind unsere Förmchen. Stanzmaschine kann weg, Stanzform kann weg. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles koloriert habe.
So, jetzt habe ich das soweit. Jetzt muss ich das eigentlich nur alles zusammenkleben. Also unten das eine Blatt, beziehungsweise ich würde fast 2 machen, die das Ganze festhalten. Da brauchen wir wieder unsere Abstandsklebepunkte. Dann nehme ich für das große Blatt einen großen hinten und einen kleinen vorne. So. Setze den quasi dahin und den kleinen noch so dahinter. Den würde ich jetzt wieder nicht mit Abstandsklebepunkten, sondern direkt mit Flüssigkleber hinsetzen, dass das also dahinter sitzt. So, und unsere Sonnenblume, die kommt auch wieder mit Abstandsklebepunkten hier davor. Ich weiß, koloriert ist das jetzt nicht ganz so cool. Ich habe mir jetzt aber auch nicht viel Zeit gelassen dabei. So. Die jetzt mal so hin und dann würde ich auch wieder mit Flüssigkleber die anderen Teilchen so ein Stückchen dahinter setzen. Man kann es natürlich auch andersrum machen. Erst die Blätter aufkleben und dann die Sonnenblume. Geht beides. Natürlich. So. Dahin und jetzt das kleine noch hier nach rechts. Und dann habe ich hier unten noch ein bisschen Platz, um noch einen Spruch hinzupappen aus dem Stempelset. Gute Laune Gruß, und da würde ich jetzt einfach nur den Spruch hinsetzen. Vielen lieben Dank. Und den stempel ich diesmal jetzt nicht auf eine Stanzform, sondern ich probiere das einfach mal, wie das wirkt, wenn ich den in schwarz da drauf setze. Man könnte natürlich wieder was ausstanzen, aber ich probiere das jetzt einfach mal so. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Naja, ganz so kräftig ist es jetzt nicht geworden, aber als dezenter Spruch, als Dankeschön, als kleiner Hinweis, dass man sich bei jemandem einfach für irgendwas bedanken möchte. Es muss ja nicht immer gleich riesengroß im Vordergrund vielen lieben Dank draufstehen, sondern so dezent im Hintergrund ist das, denke ich, gar nicht so verkehrt. Und so sieht sie jetzt fertig aus. Unsere Eselcard mit dem Stempelset Gute Laune Gruß und den Stanzformen Sonnenblumen aus dem Jahreskatalog und der Prägeform in der Holzoptik. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier nächste Woche weitergeht, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Ich bin Jonas, der Stempelnerd, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.